Ich habe euch ja schon Videos produziert von der Insta360 im Vergleich und gleichzeitig natürlich auch noch zum Zubehör für die Insta360 X3. Und Insta360 ist auf mich aufmerksam geworden und hat gesagt, komm, wir schicken dir mal die ganze Palette an Zubehör, was wir sozusagen im Jahr 2024 zur Verfügung stellen. Da kommt noch ein bisschen was, aber das, was jetzt verfügbar ist, das habe ich hier auf dem Tisch zu stehen. Gleichzeitig habe ich natürlich noch ein bisschen was dazu gekauft, weil es ja immer noch kleinere Dinge gibt, die man als Insta360 Ace Pro Zubehör ebenfalls noch nutzen möchte. Und heute in dem Video stelle ich euch alles, was hier auf dem Tisch steht, vor. Gleichzeitig natürlich auch noch mehr. Das sind so die kleinen Artikel. Wir basteln eine Runde, wie man sozusagen bei der Insta360 Ace Pro noch einige Verbesserungen in Sachen Zubehör machen kann. Und nehmt euch schon mal eine Tasse Kaffee bzw. Salzstangen und eine Cola. Könnte ein bisschen länger werden, das Video, aber ist nicht so schlimm. Ich habe alles in Kapiteln aufgeteilt. Also wen jetzt sozusagen ein ganz besonderer Artikel interessiert, der kann natürlich direkt zum Kapitel hüpfen und sich das anschauen. Nicht vergessen, Video liken, wenn es euch gefällt, den Kanal abonnieren und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Anschauen. Ganz wichtig ist auch noch, wenn ihr jetzt Fragen haben solltet zu den einzelnen Produkten, die ich euch vorstelle, dann natürlich sehr gern rein damit in meine Kommentare. Ich beantworte sie euch natürlich gern, sofern ich das kann. Und dieses Video wird natürlich präsentiert von Insta360, denn die haben jetzt eine besondere Frühlingsaktion vom 20. März bis zum 2. April. Da kannst du nochmal saftig sparen, und zwar gibt es die Insta360 Ace, also die 6K-Version, mit einem Rabatt von 15%, die Insta360 Ace Pro, quasi die 8K-Version, die gibt es mit einem Rabatt von 11% und die Insta360 X3 gibt es auch nochmal günstiger, und zwar ganze 11% weniger. Den Link habe ich euch komplett hier in der Videobeschreibung mal reingepackt, und wen das interessiert und wer zum Frühling eine neue Actionkamera haben möchte, wer die Insta360 Pro Ace noch nicht hat, der kann es ja mal versuchen und kann ja mal schauen, ob er so ein cooles Produkt zu unwahrscheinlich geilen Rabattpreisen haben möchte. Los geht's mit dem Insta360 Multi-Mount, und das Ding ist natürlich unwahrscheinlich cool durchdacht. Und zwar ist das ein Stativ, gleichzeitig natürlich auch eine Vlogging-Halterung und eigentlich alles, was du haben möchtest. Denn du kannst es erstmal als Stativ verwenden. Ich habe jetzt mal schon die Insta hier raufgeschraubt und kannst natürlich locker und fluffig deine Insta hier platzieren, egal wo du möchtest, auf dem Boden oder überall, wo es passt. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass du hier die Sache wieder zusammenklappst und den Griff öffnest. Und der ist stufenlos verstellbar, was bedeutet, du hast natürlich viele Möglichkeiten, diesen Griff hier einzustellen. Ja, also du kannst sozusagen in der Vlogging-Position sein, wenn du möchtest. Das ist dann sozusagen diese. Du kannst ihn natürlich aber auch in ganz andere Positionen einstellen. Also es gibt insgesamt 3 Stellen, wo du ihn verändern kannst. Das ist einmal hier, das ist einmal in der Mitte und natürlich über den Kugelkopf, der sich hier oben befindet. Der hat natürlich auch nochmal einen richtig guten Weg von bestimmt, ich sag mal 80 Grad, wo er sich sozusagen hier einstellen lässt. Und du kannst wirklich verschiedene Dinge mit der Insta360 hier tun und den Griff so verstellen, wie du es möchtest, zum Vloggen, als Stativ. Du kannst natürlich auch das Ganze als höheres Stativ einstellen, indem du einfach hier unten dann wiederum die Füße aufklappst und das Stativ dann etwas höher einstellst. Ja? Also das würde dann sozusagen so aussehen. Ich schalte es euch mal um, also quasi hier. So vom Prinzip her kannst du wirklich alles machen, was du möchtest mit der Insta360 und in sämtlichen Positionen arbeiten. Das Material ist auch ein sehr stabiles Plastik. Ja, das heißt praktisch, es muss ja variabel sein und es muss auch leicht sein, wenn du es dann benutzt. Und ich sag mal so, in Sachen Stativ und Vlogging-Griff bleiben wirklich hier keine Wünsche offen. Das Ding ist variabel wie ein Schweizer Taschenmesser. Und du hast natürlich dann auch noch die Möglichkeit, andere Sachen hier raufzuschrauben. Das geht dann über die Kugelhalterung oder über diese Art von Action-Kamera-Halterung, die du hier mit anschrauben musst. Es ist natürlich klar, dass du hier dann, wie gesagt, Insta360-Halterung wird ja mitgeliefert und deswegen einfach das Ding hier unten ran. Hier so ein Adapter rangeschraubt, den Adapter wiederum hier an dieses Stativ rangemacht.
Und schon sind ja sozusagen da jetzt alle Möglichkeiten offen, die du nutzen möchtest. Also ich finde das Ding richtig toll und das hat natürlich auch in verschiedenen Positionen mir schon richtig weitergeholfen, denn ich habe es jetzt am Fahrrad verwandt, beim Fahrraddreh. Da musst du ja dann immer verschiedene Einstellungen drehen, also verschiedene B-Roll-Aufnahmen von den Füßen, vom Lenkrad, von hinten, von vorne. Und da lässt sich das Ganze natürlich unwahrscheinlich gut handeln, weil du hier eine richtig schöne Länge hast, die du sozusagen nutzen kannst und gleichzeitig natürlich auch die variablen Positionen einstellen kannst über die 3 verschiedenen Punkte, die du hier am Stativ hast. Aktuell kostet das Teil zwischen 55 und 60 Euro im Netz und ich kann es euch wirklich empfehlen. Also ich habe hier viele Dinge schon mitgemacht und das ist wirklich ein praktikables Teil und ihr werdet es, wenn ihr es habt, vermissen, wenn ihr es nicht habt. Nächstes Teil, das Insta360 Bike Set und da ist eine ganze Menge mit drin und die Box, die hat es wirklich in sich. Das gibt es auch für die Insta360 X3, aber wie gesagt, kann man auch für die Insta360 Pro und Pro Ace verwenden. Das ist ganz einfach ein gutes Set für dein Fahrrad. Also wenn du jetzt viele Vlogs auf dem Fahrrad machst, hast du hier eine ganze Menge Spaß, denn es ist viel drin und du kannst es echt effektiv nutzen. Wir machen als erstes mal den Gurt. Und der Gurt ist schon mal gut überlegt. Du wirst du sagen, das kriegst du ja bei jedem Händler im Action-Cam-Zubehör. Da gebe ich dir recht. Aber der Vorteil bei diesem Gurt ist erstens, der ist unten gepolstert, was sozusagen auch nicht jeder Gurt hat. Und zweitens, wenn wir jetzt sozusagen hier die Insta360 Pro Ace ranschrauben, dann zeige ich dir mal was Schönes, wenn du jetzt sozusagen auch für Social Media unterwegs bist oder für andere vertikale Kanäle. Das ist so gemacht, dass du die Insta360 natürlich normal im Querformat nutzen kannst, aber es ist ein Drehgewinde mit in diesem Gurt drin und du kannst natürlich auch die Insta360 komplett im Hochformat hier filmen lassen oder halt hier unten oder halt hier an der Seite. Hier ist ein kleiner Widerstand drin in dem Gewinde, was bedeutet, dass das nicht so leicht ausleiert. Also du kannst auch dann horizontal in der Geschichte hier fahren und da fällt nichts ab und da wackelt nichts und da geht auch nichts nach unten. Ich habe jetzt bloß, wie gesagt, hier die Halterung nicht angeschraubt, aber hier ist alles sauber. Das heißt, das hält auch während der Fahrt und ist natürlich richtig gut zu benutzen. Also ich sag mal, da wurde überlegt, ist natürlich ein bisschen teurer als so ein ganz normaler Action-Cam-Gurt, aber der hat es dann wirklich in sich. Du hast natürlich auch noch die Möglichkeiten, dann hier über die verschiedenen Punkte den Gurt zu verstellen und ihn für dich passend zu machen. Hier wird er eingerastet. Also es ist schon mal gar nicht mal so schlecht und gut überlegt, weil wie gesagt, du kannst auch vertikale Aufnahmen machen und am Körper nochmal deine Kamera verstellen. So, dann geht es natürlich weiter in dieser Geschichte. Wir haben nämlich natürlich hier noch ein bisschen mehr mit drin. Also du hast dann auch nochmal verschiedene Schrauben mit drin, verschiedene Halterungen, dass du das Ganze dann auch an verschiedene Stative anpassen kannst. Und fürs Fahrrad gibt es dann hier nochmal die Bike-Halterung. Und bei der Bike-Halterung gibt es natürlich auch nochmal so einen Einsatz, dass du den an verschiedene Lenker ranschrauben kannst, an ganz kleine und natürlich auch an ganz große. Normalerweise passt das hier am Motorradlenker bzw. auch am Fahrradlenker ideal. Dann ist das vordere Stück hier aus Metall, also das ist fest und hier die Verstell- und Einstelleinheit natürlich auch aus Metall und das wird so geregelt, dass es einfach bloß zugeschraubt wird und ist damit dann wirklich richtig pumpenfest an deinem Fahrrad. Hier befindet sich ein Kugelgewinde, was sozusagen die Möglichkeit offen lässt, die Insta360 Ace Pro überall hinzustellen, wo du möchtest und du kannst das natürlich hier über das Rädchen dann feststellen. Hier oben ist auch nochmal ein Kugelgewinde, wo du sozusagen die Kameraposition hier optimal anpassen kannst. Also das ist auch eine schöne Geschichte, muss ich sagen, und das Material ist kein billiges Plastik. Hier baut man mit Metall und das ist natürlich gut, weil das muss erstens halten und zweitens, ihr kennt das bei diesen China-Plastik-Geschichten, das funktioniert alles nicht so richtig. Es funktioniert zwar einmal oder zweimal, aber dann wahrscheinlich bei mehrmaliger Benutzung ist es dann nicht mehr so schön. Also hier diese Fahrradhalterung zusammen mit dem Gurt und verschiedenen
Schrauben und verschiedenen Halterungen gibt es dann im Insta360 Bike Set. Das ganze Set kannst du käuflich im Netz erwerben zum Preis von ca. 60 €. Lohnt sich aber, wie gesagt, gerade hier am Bike etwas mehr zu bezahlen. Wer viel mit dem Fahrrad fährt und auch viel mit dem Fahrrad vloggt, der wird es mir bestätigen können. Da passt kein China-Kram. Das muss funktionieren und vor allen Dingen, wenn man es festdreht, dann muss es auch halten. Und meistens hält es dann nicht bei anderen Artikeln. Und ich sag mal, 60 € ist jetzt nicht so schlimm, dass man das sozusagen hier auf den Tisch packt, wenn man wirklich sehr oft mit dem Bike unterwegs ist oder halt mit dem Motorrad. Dafür kannst du es natürlich auch verwenden. Dann wirst du es lieben lernen. Link in der Videobeschreibung und wir machen weiter mit dem nächsten. Und das, was jetzt kommt, ist klein und fein und hat es aber richtig in sich. Und zwar ist das GPS-System mit gleichzeitiger Fernsteuerung für die Insta360 Ace und Ace Pro. Und du kannst hiermit die Echtzeitdaten wie Geschwindigkeit, Route, Standort und eine ganze Menge mehr einfügen in deine Aufnahmen und sie dann über die Insta360 App in deine Filme einbringen. Aber du siehst natürlich, dass es auch eine Fernbedienung ist für deine Insta360. Du hast hier alle möglichen Funktionen, die du haben musst. Du hast hier eine Vorschau mit drin, was sozusagen das Videobild betrifft. Die ist auch wirklich latenzfrei, also da ist ein bisschen Latenz mit drin, aber das ist nicht viel und du kannst natürlich alle möglichen Einstellungen hier tätigen. Den Kamerawinkel kannst du verstellen, du kannst die Aufnahme dann auslösen, wenn du möchtest. Du hast dann nochmal eine Uhrzeit mit drin, das geht auch. Und du kannst hier auch die Videoeinstellungen 4K, 2,7K, also alles, was du sozusagen hast, nochmal extra regulieren und hast eigentlich das gleiche hier auf der Steuerung wie in deiner Kamera, nur dass du sie dann sozusagen entweder am Handgelenk oder am Bike hast. Hier oben löst du dann die Aufnahme aus, was bedeutet, dass du dann hier direkt aufnehmen kannst. Schau dir dein Kamerabild vor der Aufnahme an, richte hiermit die Aufnahme ein und du hast das Ganze, wie gesagt, in der Echtzeit-Vorschau. Das Ganze wird über einen klaren LCD-Touchscreen verbaut, der auch wirklich berührungsempfindlich ist. Also hier ist alles möglich, wenn du hier rauf tippst und sogar bei der ausgeschalteten Insta360 kannst du diese mit dieser Fernbedienung dann wiederum aktivieren. Du musst also nicht hinrennen zur Kamera und nochmal anschalten. Das machst du dann alles hier über diese Fernbedienung. Echtzeit-GPS-Daten kannst du einfügen. Integrierte GPS bei Baidu, Galileo und GLONASS-Systemen und gleichzeitig natürlich auch Hand in Hand wird hier gearbeitet, um Standort, Route und Geschwindigkeit akkurat aufzuzeichnen. Und das ist natürlich für alle GPS-Junkies genau die richtige Lösung. Und wie gesagt, du kannst das Ding komplett bedienen. Das ist es jetzt aber noch nicht gewesen, denn du hast natürlich auch noch inklusive Halterungen. Was bedeutet, hier ist zum Beispiel die Bike-Halterung, die du dann sozusagen entweder beim Motorrad oder beim Fahrrad um das Lenkrad wickelst. Du kannst diese Fernsteuerung hier ideal einbinden. Ja, die fällt da auch nicht raus, die ist nochmal zusätzlich geschützt. Hier oben hast du nochmal die Tasten, die du dann auch nochmal bedienen kannst. Und das Ganze geht natürlich auch gleichzeitig um den Arm, also als Uhrenarmband. Und du kannst das auch als Uhr noch benutzen, weil, wie gesagt, du hast ja hier auch nochmal, wenn du das so ein bisschen nach oben ziehst, die Uhrzeit, die sozusagen dir angezeigt wird. Also da kannst du dann auch mal mit rumrennen und das als Uhr benutzen. Warum auch nicht? Dann hast du die Möglichkeit, das hier einzustecken in diese Armbandhalterung. Und dann bindest du dir das Ganze natürlich um deinen Arm und hast überall, wo du bist, die Möglichkeit, die Insta360 Ace oder Ace Pro zu steuern. Und das sieht so ein bisschen aus wie eine Smartwatch, ist es aber nicht. Das ist die Fernbedienung für deine Insta360 Ace oder Ace Pro. Und das ist schon die Version 2. Hier wurde die Akkulaufzeit nochmal deutlich verbessert. Und du hast im Lieferumfang die Armbänder, die Halterung und gleichzeitig natürlich auch noch dann das Ladeteil. Das ist auch noch eine Sache, die ich euch sehr gerne zeigen kann. Das geht relativ einfach, dass du das hier sozusagen schnell auflädst. Jetzt habe ich natürlich die Aufnahme ausgelöst und das wollen wir jetzt nicht. Zack, Dankeschön. Und hier, ja, einfach nur hier rauflegen auf diese Halterung und schon lädt
die Fernsteuerung wieder auf. Das geht auch relativ schnell, denn die Akkulaufzeit, die beträgt hier ganze 6 Stunden. Also durchgehend aufnehmen, Vorschau anschauen, wieder Aufnahme auslösen bzw. ausmachen. Und wenn du das Ganze im Standby-Mode hast, quasi dann hier wie gesagt als Uhr um den Arm, ja, und dann irgendwann deine Insta360 einfach wieder aktivieren möchtest, dann ist es so, dass hier bis zu 60 Stunden Akkulaufzeit möglich sind. Das ist natürlich grandios. Also diese Fernsteuerung, die ist echt gut überlegt mit GPS-Daten, mit allen Funktionen, die du hier sozusagen regeln kannst. Und die liegt preislich zwischen 140 und 170 Euro. Und wer es braucht, gerade jetzt beim Tauchen oder beim Motorradfahren bzw. beim Fahrradfahren oder wenn du halt etwas weiter weg stehst von deiner Situation, einfach nur aufnehmen, kurz mal gucken, stimmt alles, vielleicht eine Timelapse programmieren und in der Zeit setzt du dich einfach ins Café und alles funktioniert, weil du hast ja wie gesagt dann deine Fernbedienung. Nicht schlecht, kostet zwar ein paar Euros, aber wer sozusagen jetzt diese Geschichte unwahrscheinlich benötigt, der kann es haben, denn Insta360 bietet es dir. Wer jetzt natürlich der Apple Watch hat, der hat natürlich das Glück, dass er die Insta360 hier auch noch bedienen kann. Es gibt natürlich keine Vorschau, da sind sie clever. Ja? Also die Vorschau, die gibt es dann nur in dem Original, was über Insta360 vertrieben wird. Aber du hast natürlich die Möglichkeit, hier über Foto und Video die Einstellung zu treffen. Gleichzeitig natürlich dann auch noch Video auszulösen von deiner Smartwatch und da gibt es natürlich auch noch eine Menge mehr Funktionen. Du kannst hier die Videoauflösung verändern, indem du einfach hoch und runter scrollst von 8K über 1080p. Hier nochmal die Frames, die sozusagen ebenfalls veränderbar sind und du kannst hier natürlich auch noch verschiedene andere Möglichkeiten mit einstellen und dann nimmt das ganze Ding auf. Also als Fernsteuerung ist das okay, aber leider Gottes, wie gesagt, es gibt natürlich hier keine Vorschau. Ja? Das ist sozusagen nur eine Steuerung, die sozusagen über die App dann in deiner Smartwatch integriert ist. Finde ich gar nicht mal so schlecht, dass man das anbietet, aber man hätte natürlich auch nochmal eine Vorschau mit einbauen können. Aber nein, das bleibt dann dem Originalprodukt vorbehalten. Also wie gesagt, wenn du eine Smartwatch hast, dann kannst du auf alle Fälle alle Befehle hier über die Insta360 komplett steuern. Hier gibt es nochmal Intervall und die ganzen anderen Möglichkeiten. Also eine Steuerung des Foto- und des Videomodus ist hier exakt möglich von der Einstellung der Aufnahmegröße bis zur Einstellung der Aufnahme über Foto, über Timelapse, über andere Geschichten. Das ist möglich. Leider eine Vorschau nicht. Und jetzt kommen wir zu einem wirklich sinnvollen Zubehör, was ich mir selber gegönnt habe. Das kommt nicht aus dem Hause Insta360, sondern das kommt aus dem Hause Lecofy oder Lecofy, je nachdem wie man es ausspricht. Und das ist ein Koffer für die Insta360 Ace und Ace Pro und du kannst hier wirklich eine ganze Menge machen. Das heißt, du hast 2 verschiedene Ebenen, in denen du einige Dinge lagern kannst und hier sind natürlich auch die Schaumstoffbehältnisse so angefertigt, dass deine Kamera reinpasst, deine Insta360 Ace Pro, gleichzeitig natürlich noch mit Halterung und du kriegst hier natürlich sämtlichen Kram rein, den du brauchst, wie zum Beispiel die Fernsteuerung oder halt auch den Vlogging-Griff. Hier ist ebenfalls einfach vorhanden, wo du den ganz einfach mit einfügen kannst. Deckel geht noch wunderbar zu, hier ist alles möglich. Dann gibt es die Möglichkeit, hier deine ND-Filter zu verstauen. Hier, wie gesagt, kannst du auch das Hauptgehäuse noch reinmachen, sofern du es nutzt oder andere Dinge. Ich habe jetzt hier die Akkus drin, gleichzeitig natürlich auch noch den Mikrofonadapter. Und wenn wir die erste Ebene rausmachen, dann geht es in die zweite Ebene. Und hier gibt es dann Ladeteil, verschiedene kleine Adapter. Du kannst ja auch nochmal die Fahrradhalterung mit einlegen, wenn du ein bisschen Platz machst. Passt da alles direkt rein. Und es ist dann hier auch nochmal Platz für den Selfie-Stick von Insta360 und die verschiedenen Klebehalterungen. Ja, das kannst du dir so positionieren, wie du es möchtest. Auf alle Fälle ist dieser Koffer unwahrscheinlich schön. Also mir nützt ja eine ganze Menge, wenn du wirklich viel Zubehör für die Insta360 Ace oder Ace Pro hast, dann ist hier alles ordentlich sortiert in 2 Lagen mit Schaumstoffeinlage. Da passt dann die Insta360 Ace Pro rein, das Akku-Pack
Insgesamt passen 3 Akkus ein. Ich habe das jetzt hier mal sozusagen direkt entfremdet mit dem Mikrofonadapter. Aber 3 Akkus kannst du hier reinlegen. Dann, wie gesagt, 4 ND-Filter, die Kamera, teilweise das Tauchgehäuse oder andere Dinge, wie ich jetzt zum Beispiel die Fernsteuerung, den Vlogging-Griff und hier unten dann nochmal die Stange für Insta360. Hier liegt jetzt mein Akkuladegerät mit drin. Und ich finde es echt schön und das ist auch kompakt und wasserdicht. Und es ist Hartplastik, was bedeutet, das geht nicht so schnell kaputt. Du kannst es hier oben nochmal extra luftdicht verschließen. Wasserdicht ist er. Es ist der ideale Fallschutz für dein Insta360 Pro Zubehör. Hier kann nichts passieren, auch wenn der Koffer mal irgendwo runterfällt, beziehungsweise im Auto einfach mal fällt. Kein Problem, denn das ist alles ordentlich und sicher verstaut. Hartplastik, also das übersteht schon den einen oder anderen Einsatz. Kostet auch nicht viel, meiner Meinung nach. Es ist natürlich relativ. Dieser Koffer kostet insgesamt 40 € im Netz. Ich habe ihn euch direkt in meiner Videobeschreibung verlinkt. Ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die man sich anschaffen kann. Du kannst hier oben natürlich auch noch Schlösser mal reinmachen, um das Ganze so ein bisschen zu sichern, wenn du jetzt auf einem Dreh bist oder irgendwo, dass da sozusagen keiner rangeht. Also eine gute Überlegung, 2 Ebenen, luft- und wasserdicht verschlossen, richtig schön aus Hartplastik und nimmt dein ganzes Zubehör auf, was du für die Insta360 Ace oder Ace Pro benötigst. Und wenn wir schon bei schützenden Produkten sind, da gibt es natürlich bei der Insta360 Ace und Ace Pro dieses wunderbare Display, was hier klapp- und schwenkbar ist. Und wenn du dieses Display schützen möchtest, gibt es natürlich auch nochmal von Insta360 einen Displayschutz, mit dem du sozusagen hier dein Display optimal schützen kannst. Und das machen wir jetzt mal gemeinsam. Wir tragen das Ganze mal auf. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das vorher auch noch nicht gemacht. Also machen wir das hier mal gemeinsam. Erstens, klar, Bedienungsanleitung, dann musst du das sauber machen vorher. Hier befindet sich der Displayschutz, der gleichzeitig natürlich dann aufgetragen wird auf deine Insta360 Pro Ace. Und wir machen das mal hier mit diesem Tuch, was angeboten wird. Hier ist immer irgendwo so eine Kante, wo man aufreißen kann. Jawohl, hier braucht man kein Abitur. Das passt schon. Und hier hast du dann nochmal ein Reinigungstuch dabei, was natürlich sehr vorteilhaft ist. Und gleichzeitig nochmal die Sticker, die du anbringen kannst, wenn du dein Display befestigen möchtest. So, jetzt machen wir hier mal auf. Also Reinigung wird jetzt vollzogen, ganz schnell, damit das Video nicht langweilig wird. Einfach mal hier gesäubert, ja, so dass alles von Fett und Fingerabdrücken befreit ist. Dann mit dem Tuch nochmal rüber, damit es auch trocken wird. Wenn wir die Folie auftragen, und dann geht es auch schon los mit dem Displayschutz. Hier ist nochmal dann eine Möglichkeit, den Displayschutz auch wieder zu entfernen, indem du sozusagen dann hier runtergreifst und den dann wieder abnimmst. Jetzt haben wir die Folie, jetzt haben wir den Displayschutz, jetzt ziehen wir die Folie einfach ab und bringen das Ganze ordentlich und sauber auf das Display auf. Du kannst natürlich auch hier verschiedene Aufkleber nehmen, um das alles zu fixieren. Ich mache das ja einfach mal hier irgendwie nach Schnauze bzw. nach Nase, und dann gibt es hier die Möglichkeit, das einfach hier sozusagen frei und ordentlich auf das Display anzubringen, ein bisschen die Luft rausziehen. Und so besteht die Möglichkeit, dass du dieses Display natürlich auch vor Kratzern oder vor Staub oder vor anderen Geschichten schützt. Ich sag mal, wenn du die Insta360 Ace irgendwann verkaufen willst, dann ist das natürlich immer besser, wenn das Display nicht verkratzt ist und das alles einigermaßen sauber ist. Und so ist es dann, also du kannst dann sozusagen hier dein Display extra ein bisschen schützen. Ich habe es jetzt wirklich mal auf die Schnelle gemacht, so dass ihr das einfach seht, wie so die Abläufe sind. Und du kannst dann mit diesen Dings, ich mache es jetzt nicht, weil ich lasse das drauf, auch nochmal hier runtergreifen, um dann das Displayschutz direkt zu entfernen. Hier ist noch ein bisschen Luft drunter. Aber natürlich nicht, müssen wir natürlich noch ein bisschen rausdrücken, um das Ganze dann ordentlich
hier zu haben. Und wer das Display über den Displayschutz hier bei der Insta360 Ace Pro schützen möchte, der kann das natürlich gerne tun. Immer wieder ein wichtiges Thema sind natürlich auch Ersatzakkus. Wenn du so ein Akkumensch bist, dann brauchst du natürlich auch mehrere Akkus, um deine Kamera über den Tag betreiben zu können. Und da gibt es natürlich im Netz auch diese Akku-Ladestationen, in denen du sozusagen deine Akkus reinpackst und dann einfach über ein USB-C-Kabel und über ein Netzteil lädst. Zum Thema Akkus gibt es natürlich dann auch verschiedene Angaben der Hersteller im Netz und ich will damit mal aufräumen und meine Erfahrungen euch so ein bisschen rüberbringen. Das ist jetzt das Original-Akku der Insta360 Ace Pro und das sind die nachgemachten Akkus. Das kommt alles aus China, also da gibt es keine großen Unterschiede. Das Original-Akku der Insta360 Ace Pro hat, glaube ich, 1650 mAh. Hier gibt es 1800 mAh in den nachgemachten Akkus. Und lasst euch jetzt sozusagen nicht davon leiten, dass hier 1800 draufsteht und hier 1650. In der Regel halten diese nachgemachten Akkus wirklich etwas weniger als die Originalen. Da muss ich jetzt ehrlich sein. Also hier sind so ungefähr, ich sag mal so 10 Minuten bis 15 Minuten Verlust in der Akkulaufzeit gegenüber den Originalakkus, obwohl die eigentlich weniger Milliampere haben. Aber hier kann man natürlich viel raufschreiben. Wer will das prüfen bei einem Produkt, was relativ wenig kostet. Aber als Ergänzung und als günstige Akkureserve ist das natürlich immer gut, wenn man sich jetzt hier auch mal von anderen Firmen was kauft. Ansonsten würde ich natürlich immer empfehlen, das Insta360 Ace Pro Original Akku zu kaufen. Und klar kostet das Akku ungefähr 40 Euro. Und wenn du jetzt sozusagen hier so ein Zubehörset kaufst, das gibt es dann auch schon für 30 bis 50 Euro mit 2 Akkus drin. Aber das musst du halt selber entscheiden. Original-Akku ist immer besser und hier steht drauf, was drin ist. Wenn hier, wie gesagt, mehr drauf steht, dann ist das manchmal teilweise auch eine Irreführung des Kunden. Aber ich wollte euch mal die Möglichkeiten zeigen, die es hier gibt. Und die Entscheidung überlasse ich euch. Original-Akku oder halt nachgemachte Akkus, gar kein Problem. Ich wollte es euch vorstellen. Thema Vloggen und verschiedene Möglichkeiten, die Insta360 Ace Pro hier zu bedienen. Da habe ich euch jetzt mal ein bisschen was zusammengestellt. Das sind verschiedene Produkte, einmal von Insta360, einmal von Moman und natürlich auch nochmal eine Magnethalterung. Aber was hier ganz wichtig ist, natürlich zu wissen, was du machen möchtest. Und dafür gibt es natürlich dann auch die unterschiedlichen Produkte. Und wenn du jetzt mal ganz andere Perspektiven haben willst, da gibt es natürlich von Insta360, die ist eigentlich für die Insta360 X3, kann man aber auch für die Ace Pro verwenden mit einem Adapter. Und zwar kannst du hier bis zu 3 Meter in die Höhe. Das heißt, wenn du wirklich mal verschiedene Perspektiven haben möchtest mit der Insta360 Ace Pro, dann kannst du das tun. Und es gibt natürlich hierfür diese Schraubadapter, wo du sozusagen einfach bloß dann die Kamera oben aufschraubst und da gibt es gar keine Probleme, das zu verbinden. Aber wer mal ganz andere Perspektiven erleben möchte, von 3 Metern Höhe, wo er sozusagen normalerweise mit einer Drohne nicht hinkommt, da gibt es dann hier, wie gesagt, die Möglichkeit des 3 Meter Griffs und natürlich gibt es auch noch andere Dinge. Auch für die Insta360 X3 eigentlich konzipiert ist dieser Akkugriff. Hier ist nämlich das Akku schon drin und du lädst deine Insta360 Ace Pro einfach während des Betriebs. Und hier kannst du natürlich auch auf Vloggen umschalten, was bedeutet, dass du hier dann natürlich die Möglichkeit hast, auch wieder über diese Action-Cam-Halterung hier die Insta360 auf Vlogging einzustellen und gleichzeitig natürlich auch nochmal in der Länge so ein bisschen nach vorne und nach hinten zu gehen. Ich glaube, das ist 1,20 Meter oder 1 Meter ist das insgesamt. Der Vorteil an der ganzen Geschichte ist, wie gesagt, erstens, dass du dann die Insta360 natürlich über den Griff hier laden kannst. Ich mache das mal von der anderen Kameraperspektive, das sieht dann besser aus. Also du kannst die Insta360 dann während des Betriebes laden. Du siehst schon, aus dem Akkugriff wird dann direkt geladen. Du kannst über diese Action-Cam-Halterung, kannst du natürlich dann auch nochmal die Position verstellen. Das geht jetzt in verschiedene Richtungen. Du kannst es auch im Querformat machen. Das ist alles kein Problem. Das biegst du dir einfach so hin, wie du es möchtest. Du hast hier die Regulierung über dieses
kleines Rädchen, dass du das alles nochmal feststellen kannst. Hier stellst du dann die Insta360 Ace Pro fest. Was besonders ist, ist einfach, dass du jetzt keine Ersatzakkus mehr brauchst, wenn du diesen Stick hast, denn der hat wirklich genug Milliampere-Stunden, um deine Insta360 Ace Pro über den Tag zu bringen. Wenn das etwas weiter entfernt ist, wie zum Beispiel jetzt oder so, dann kommst du natürlich hier oben nicht mehr an die Aufnahmetaste ran, beziehungsweise möchtest das auch nicht. Du kannst das einfach über den Griff hier steuern. Ja, das heißt, hier wird die Aufnahme ausgelöst und hier wird die Aufnahme auch wieder beendet. Was bedeutet, da kannst du das Ding auch wieder ausschalten, gar kein Problem. Und man kann es natürlich auch wieder einschalten. Welch ein Wunder, dass das alles so geht. Okay, also wie gesagt, du hast hier die Möglichkeit, einfach mal dein intelligentes Akku mitzunehmen, die Kamera über diesen Griff fernzusteuern und natürlich auch noch lustige Dinge zu machen, wie zum Beispiel vor dich hin vloggen und einfach mal eine schöne Kameraperspektive zu genießen, in der Höhe, in der Breite, von oben, von unten. Also das ist natürlich ein gutes Konzept, wenn du gerade beim Vloggen bist oder durch die Stadt rennst. Du brauchst nur dieses Teil, nur deine Insta360 Ace oder Ace Pro und bist wirklich den ganzen Tag über absolut versorgt mit Strom, mit Bedienung, einfach an- und ausmachen und schon funktioniert's. Das finde ich zum Vloggen wirklich fast die beste Lösung. Und so kann denn ein Fahrradvlog aussehen mit der Insta360 Pro Ace und gleichzeitig natürlich auch noch diesem Insta360 Akku-Stick. Und das macht sich echt gut, weil du ja wirklich relativ weit entfernt bist, hast hier sozusagen noch dein externes Mikrofon dran und kannst einfach vor dich hin vloggen. Natürlich auch seitlich. Seitlich geht es auch. Ja. Einfach mal zur Seite halten, muss natürlich immer freihändig fahren, was eigentlich normal ist, außer wenn Huckel kommt. Aber ansonsten macht sich natürlich die Insta360 aufgrund der Weitwinkligkeit und des Monitors, den du hochklappen kannst, um deine Aufnahmen nochmal zu überwachen, richtig gut. Und du siehst auch viel vom Fahrrad. Wenn du jetzt mal Produktvideos machst, kannst du natürlich auch nochmal umdrehen und die ganze Sache so halten, ja, sodass du mit dem Fahrrad einigermaßen zu sehen bist. Sieht super aus. Gefällt mir. Dann gibt es natürlich auch noch hier von Moman einen Akkugriff. Da kannst du die Insta360 natürlich auch hier oben anschrauben über die verschiedenen Halterungen, die es da gibt. Und hier hast du auch noch die Möglichkeit, über 4 USB-C-Anschlüsse zu agieren, beziehungsweise das Ganze als Powerbank zu benutzen, um deine Kamera irgendwie aufzuladen, wenn du sie nicht benutzt. Und natürlich auch hier unten Stativ kann man ranschrauben. Ich habe über diesen Griff ein komplettes Video gemacht. Das verlinke ich dir ebenfalls mal in der Videobeschreibung, falls du mehrere Geräte hast, die du sozusagen mit Strom versorgen möchtest und nicht immer irgendwelche Akkus aufladen willst, dann ist das auch eine gute Alternative für dich, um hier zu vloggen. Also der Insta360 Stab oder dieser Moman Akkugriff, den man als Stativ noch ausbauen kann und wie gesagt auch für verschiedene andere Dinge nutzen kann. Bisher waren wir ja kreativ in Sachen Griff und Akkus und allen anderen Dingen und jetzt fehlt natürlich noch die Montage der Kamera, falls du im Auto oder am Auto bist und da gibt es nicht von Insta360, sondern von einer anderen Firma namens Ulanzi oder Ulanzi eine schöne Möglichkeit, und zwar hast du hier eine Magnethalterung für dein Fahrzeug, also für den Außenbereich des Fahrzeuges. Manchmal willst du ja, weiß ich, das Ganze irgendwie mal filmen, wenn du dein Auto filmst oder Verfolgungsjagden oder weiß ich, was du dir da alles sozusagen für Dinge einfallen lässt. Da gibt es, wie gesagt, die Möglichkeit, hier das Ganze am PKW anzubringen. Jetzt ist es so, dass du hier unten eine Magnetplatte hast und diese Magnetplatte überall an dein Fahrzeug anbringen kannst. Das ist auch so, dass die gut hält. Ich habe das wirklich schon ausprobiert und ich sag mal Geschwindigkeiten bei 150 km/h oder so, da würde ich jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, aber auf alle Fälle normale Geschwindigkeiten, also Startgeschwindigkeit 50 km/h, 30 km/h,
Mich haben sie damals mal erwischt. Das heißt, es ist verboten, die ganze Geschichte auf die Motorhaube zu stellen, in diese Richtung, beziehungsweise auch in die Fahrerrichtung. Und ich habe das Ganze zu Weihnachten mal gemacht auf dem Kudamm und war mir eigentlich sicher, dass ich schöne Bilder kriege. Leider Gottes wurde ich angehalten von der Polizei und er sagte mir wirklich, dass das verboten ist. Also wenn du jetzt diese Magnetplatte auf die Motorhaube anbringen möchtest, dann kannst du das tun, aber nicht im öffentlichen Straßenverkehr. Muss ich nochmal dazu sagen, weil wie gesagt, ich habe aus dem Fehler gelernt. Ich musste keine Strafe bezahlen. Berliner Polizisten sind nett. Und du hast dann natürlich auch noch die Möglichkeit, über den Kugelkopf verschiedene Einstellungen hier zu regeln. Das Ganze justierst du hier mit dem Rädchen, machst es dann richtig bombenfest. Und das ist auch eine Qualität. Ich kann euch hier nicht irgendwelchen Blödsinn empfehlen. Gerade fürs Auto, da muss es funktionieren. Und das ist richtig hartes Plastik gemischt mit Metall. Und auch die Kugelhalterung, die ist wirklich sowas von fest, wenn du die hier dann direkt mal andrückst und festhältst, kriegst du die nicht runtergedrückt. Das ist das Schöne, du kriegst es nicht runtergedrückt. Klar, wenn du mit 150 Kilo raufgehst, dann bestimmt. Aber das ist wirklich eine verlässliche Lösung. Auch die Magnetplatten hier sind 6 Magnete verbaut. Die halten das Ding richtig gut. Ich habe damit schon einige Autovideos drehen können, beziehungsweise auch so die einzelnen Aufnahmen, wie zum Beispiel mal am Rad oder den Außenspiegel oder andere Geschichten. Das macht richtig Spaß, kann sie euch empfehlen. Preislich liegt die so bei 25 €, was für gute Qualität in meinen Augen für diese Geschichte nicht teuer ist, denn wenn ihr euch was Günstiges kauft, dann ist es meistens so, dass es irgendwann abfällt und dann ist die Insta360 Ace oder Ace Pro kaputt und die ist noch viel teurer, die kostet knapp 500 €, was bedeutet, kauft euch lieber hier Qualität, um hier Qualität zu sichern. Kommen wir mal zu einem Mini-Teil, was wirklich bloß so groß ist, aber wirklich eine ganze Menge Wirkung an der Insta360 Ace oder Ace Pro hat. Das gibt es für die Insta360 X3 auch, aber das ist dann wie gesagt ein anderes Zubehör. Das ist hier wirklich für die Ace Pro. Und hier hast du die Möglichkeit, ein externes Mikrofon über deine Insta360 Ace Pro zu betreiben. Ich kann den Namen bald auswendig. Und das ist wirklich clever gemacht und wirklich gut nachgedacht. Also du schiebst über den USB-Adapter hier das Ganze rein. Erstens natürlich komplett dicht, wenn du schaust. Und zweitens sind hier immer noch Halterungen drin, die sich sozusagen hier festsetzen, so dass dieser Mikrofonadapter auch mal einige Zieh- und Brechaktionen von bestimmten Kabeln aushalten kann. Das heißt, wenn du das mal beim Vloggen verwendest, dann kennst du das bestimmt, zieht öfter mal ein Kabel dran oder so. Da passiert nichts, da fällt nicht der Adapter ab oder so. Der hält hier richtig fest. Die nächste clevere Geschichte ist natürlich, dass wenn du jetzt diesen Akkugriff benutzt, du gleichzeitig das externe Mikrofon hier anbringen kannst und natürlich über diesen Akkugriff noch über den extra USB-C-Anschluss dann auch nochmal deine Insta360 Ace oder Ace Pro laden kannst. Das heißt, Mikrofon ran und gleichzeitig noch geladen und schon kannst du wirklich den ganzen Tag umher vloggen und reden, was das Zeug hält, ohne dass die Batterie alle wird oder ohne dass hier sozusagen dieser Adapter abfällt. Das finde ich wirklich eine gute Lösung. Haben sie echt super nachgedacht. Mir gefällt das Ding richtig gut und hier passt wie gesagt ein 3,5 mm Klinkeanschluss rein für ein Funkmikrofon oder für andere Mikrofone, je nachdem, was du da sozusagen hast. Ihr seht natürlich schon, dass man auch mit dem externen Mikrofon hier so ein bisschen weiter filmen kann. Ja? Also der Insta360 Stick, der ist jetzt komplett ausgezogen. Du hast eine unwahrscheinlich gute Perspektive und aufgrund dieser Entfernung bzw. dieser Weite müssen die Mikrofone, die intern verbaut sind in der Insta360, nicht mehr den Ton bieten, denn es kommen ja natürlich immer noch Nebengeräusche. Du kannst das Ganze natürlich im Schnitt irgendwie auch ein bisschen basteln, aber es ist natürlich schöner, wenn du ein externes Mikrofon anschließen kannst und einfach vloggen kannst und einen richtig sauberen Ton hast. Und wie gesagt, mit dieser Entfernung und so weiter und so fort stimmt das Ganze. Es sieht natürlich auch richtig super aus in diesem Winkel und der Ton, der kommt diesmal über Funk, was wirklich gerade bei Nebengeräusche, jetzt fliegt schon wieder ein Flugzeug rüber, immer perfekter ist, dass man da sozusagen auch noch die Möglichkeit hat, hier externe Mikrofone an die Insta360 anzuschließen. Sehr gute Geschichte. Ich gebe einen dicken Daumen nach oben, kostet in der Regel im Netz so um die 15 bis 20 €, die sich aber effektiv lohnen, weil hier wirklich nachgedacht wurde.
Und wer nicht so viel Zubehör hat und lieber eine kleinere Tasche mag, der kann natürlich hier zugreifen zu dieser Tasche, die ist auch sehr schön gemacht. Du hast hier einen Halteriemen, um die Tasche dann auf der Schulter zu tragen. Es gibt die Möglichkeit, die Kamera hier einzulegen und natürlich auch diverses Zubehör, Akkus und auch den Selfie-Stick, sowie hier über eine geschützte Halterung dann nochmal einiges Zubehör mit einzulegen, dass es dir dann sozusagen in der Tasche nicht hin und her fällt. Hier oben passen auch noch Kabel rein und andere Dinge. Und diese Tasche ist natürlich für alle diejenigen, die wirklich nicht so viel Zubehör mit sich rumschleppen möchten, aber für die Kamera natürlich eine sichere Aufbewahrung wünschen. Ist aber jetzt nicht so ein großer Unterschied vom Preis her. Die liegt so zwischen 28 und 32 Euro im Netz. Was bedeutet, der Koffer kostet 40 Euro, also man kann sich hier wirklich überlegen, was man braucht. Für klein bezahlt man zwischen 28 und 32 Euro, für groß bezahlst du knapp 40 Euro. Es ist eure Überlegung, was ihr sozusagen braucht. Von mir kriegt ihr nur die Angebote. Dann mag ich natürlich persönlich für die Insta360, weil sie auch gern mal runterfällt. Das weiß ich, auch gerade am Auto oder irgendwo anders, die fällt öfter mal runter, die kann natürlich eine ganze Menge ab, aber es gibt dafür auch ein unwahrscheinlich gutes Cage. Das gibt es von verschiedenen Firmen, da gibt es Newer, da gibt es Smallerick oder die Firma, die ich hier bestellt habe. Und dieses Cage schützt erstmal eure Kamera und gleichzeitig könnt ihr natürlich ganz viel an der Kamera anbringen, wie zum Beispiel externe Mikrofonhalterung bzw. Licht und Kabel und andere Sachen, die ihr da unbedingt noch anbringen möchtet, mit diesen Schrauben, die man hier sozusagen einschraubt bzw. an die Calcio-Halterung ran. Alles gar kein Problem und das Ganze wiegt 34 Gramm. In meinem Fall ist aus Aluminium gefertigt, ist innen nochmal schön mit Silikon versehen, so dass man die Kamera auch schützen kann, dass die da sozusagen beim Einstecken nicht zerkratzt. Und ich finde das eine gute Lösung. 34 Gramm schwer bzw. leicht und die Kosten sind hier im Netz bei diesem Artikel gerade mal bei 40 Euro. Smallerick, das weiß ich, die möchten ein bisschen mehr haben. Das geht hoch bis zu 60 Euro und das könnt ihr euch ja aussuchen. Aber ich finde so einen kleinen Metallrahmen für die Actioncam immer besser, weil wie gesagt, dann kann die Kamera doppelt so viel runterfallen. Das macht ihr nichts aus, weil der Metallrahmen fängt natürlich auch nochmal eine ganze Menge ab. Und in Sachen Überhitzung, was die Ace Pro ja kaum macht, ist es natürlich dann auch eine gute Alternative über die Wärmeableitung, denn über das Metall noch ein bisschen Überhitzung nach hinten zu ziehen. Also ich finde es top. Wenn ihr es auch top findet, alles in meiner Videobeschreibung. Ich hätte euch gern noch Insta360 ND-Filter hier im Original gezeigt, aber bei mir wurde die Lieferzeit verlängert und das Produkt ist nicht pünktlich zum Dreh von diesem Video angekommen. Aber es gibt sie natürlich 16, 32, 8 und 64, je nachdem, was für eine Stärke ihr benötigt. Und diese ND-Filter kosten im Netz sogar 30 bis 40 Euro. Das kommt immer auf die Qualität und auf den Lieferanten an. Aber es gibt natürlich auch noch einen wirksamen Aufsatz und dieser Aufsatz ist für 49 mm Filter und den kannst du dann einfach an deine Insta360 anstecken und kannst deinen 49 mm Filter aufschrauben, je nachdem, was du darauf machst. Ein Mistfilter, ein ND-Filter, ein Polfilter, egal. Und dieser Aufsatz, der liegt ungefähr bei 8 Euro und wie gesagt, die ND-Filter im 4er-Set, hierfür müsst du ca. 30 bis 40 Euro einplanen. Thema Speicherkarten ist natürlich auch noch ein wichtiges Thema, weil viele wissen natürlich nicht, was sie für eine Speicherkarte für diese Kamera kaufen sollen. Und da erlöst dich Insta360. Die bieten nämlich in ihrem Shop Originalkarten an, die wirklich in der Geschwindigkeit so angepasst sind, dass sie für diese Kameras passen. Hier kosten 64 GB so ab 30 Euro. Es gibt aber noch für höhere Speichervarianten auch von Insta360 Angebote. Es gibt natürlich aber auch noch von SanDisk Angebote und hier kommt eine UHS 1 Speicherkarte so auf einen Preis von 20 bis 25, auch ungefähr so 30 Euro. Hier gibt es dafür 128 GB. Wichtig ist, auf dieser Karte muss V30 stehen wegen der Übertragungsgeschwindigkeit. Schneller ist natürlich noch besser, gerade bei Zeitraffern und anderen Dingen.
Und die Insta360 ist in der Übertragungsgeschwindigkeit diesen Karten angeglichen, was sozusagen bedeutet, wenn ihr die Karten kauft, da habt ihr gar keine Probleme. Und da kriegt ihr, wie gesagt, alle Übertragungsgeschwindigkeiten komplett geregelt. Da ich ja jetzt noch in der Aufzeichnung sitze, weiß ich nicht, wie lange das Video geworden ist. Auf alle Fälle danke, dass du es bis zum Schluss mitgemacht hast und dir es bis zum Schluss angeschaut hast. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Zubehör, dann natürlich gern in die Kommentare rein. Ich helfe euch da ein bisschen, wenn ihr jetzt sozusagen mit einigen Dingen nicht klarkommt. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Anschauen, sage sehr gern bis zum nächsten Video und damit tschüss, bye bye und winke winke.